ich habe in der Vergangenheit schon genug Velorennen gemacht. Auf der Straße bin ich Profi und habe auch so Triathlon profimäßig gemacht. Und, es gibt ja viele Events und bei den meisten sage ich mir, ja, sorry, ich kann lieber einfach fahren, also mit den Kollegen oder alleine. Aber manchmal gibt es etwas, wo ein Konzept oder eine Idee oder eine Herausforderung, die mich wirklich packt. Und eine Herausforderung ist auch wichtig. Es muss eine Challenge sein. Und irgendwo habe ich über den Dead Ends und Cake gelesen und dachte, hey, das ist aber wirklich cool. Das Prinzip, dass man soll Velofahren mit Spaß und ein bisschen Entdeckung verbinden. Aber es nimmt sich nicht zu ernst. Also die Verbissenheit, danke, nein, das brauche ich nicht. Also das habe ich gehabt. Das ist nicht einfach so, man meldet sich an, zahlt Stutz und spult nachher das ab, sondern je nachdem, wie lange wir dann werden fahren, ist das eigentliche Fahren ein Bruchteil von dem, was du aufgewendet hast, um dir das alles zusammenzustellen. Ja, also die Routenplanung für so ein Event ist eben mega wichtig und ich habe schon ziemlich viel Zeit dafür gebraucht. Die Punkte sind vorgegeben, aber du musst selber auswählen, wo durch. Und das Dead Ends ist, weil die Orte, wo der Kuchen sind, also die Checkpoints, die sind eigentlich Sackgassen. Wenn du so in der Planung bist, dann ist es wie so, wie sieht es denn aus? Wo gehe ich durch? Was möchte ich machen? Wie sieht es auf der Karte aus? Wie sieht es als Satellitenbild aus? Hier könnte es noch schön sein. Und nicht, da könnte es mir dann irgendwie an den Kragen gehen oder so. Ja. Ich bin ein bisschen trotzig und ich habe sofort gedacht, hey, aber das sind nicht wirklich Sackgassen. Also wenn ich zu Fuß unterwegs wäre und ich mache jetzt mega viel Berglauf und so, hey, das ist ja kein Sackgasse, es hat ja mega viel Wanderweg. Und ich liebe das Gefühl, wenn man mit dem Bike oder mit dem Gravelbike irgendwie über den Pass kommt, wo sonst selten jemand mit dem Velo überkommt. Und dann hat es für mich das Gefühl, so, ich bin gereist mit dem Velo und Sackgassen sind schon ein bisschen nervig, so hin und her fahren. Ich muss ganz ehrlich sagen, im Moment bin ich gerade eher ein bisschen angespannt. Ich probiere etwas aus, nämlich noch viel weniger zu packen, als ich sonst würde einpacken, weil die Erfahrung bis jetzt gezeigt hat, dass man eher viele Sachen mitnimmt. Und es ist gerade so eine Distanz, die ich herausfinden will, oder wo ich auch das Gefühl habe, dass ich es noch ohne wirklich schlafen durchfahren. Aber es ist wie gerade so, müsste ich auf diese Distanz vielleicht gleich schnell herlegen. Und was mache ich dann, weil ich alles daheim habe gelassen. Also, das ist so, ich glaube, die eigene Challenge. Komme ich mit dem Setup dort durch, das ich mir jetzt vorgenommen habe? Und wie reagiere ich, wenn ich merke, ja, es könnte schwierig werden? Fange ich an zu rennen oder ja, so. Ich möchte den Weg genießen und ja, die Schönheit von der Landschaft. Und ich freue mich drauf so, ja, diese 2-3 Tage Ruhe, Auszeit in der Landschaft. Und dann ist es genau die Zeit, die ich brauche, um wirklich runterzukommen mit dem Kopf. Irgendwie, das bringt mir eine Ruhe. Es ist wie eine Art Meditation. Du kannst nicht aktiv denken die ganze Zeit. Da liegt eine Banane, aber eigentlich habe ich gar nicht so Lust, weil es ist gar nicht so, ich kann es gar nicht so beschreiben. Es ist auch so ein flaues Gefühl. Und ja, wenn man so raus schaut, ist es nicht so schönes Wetter. Wir sind jetzt auch schon durch Platzregen gefahren und irgendwie ist es so ein bisschen, ja, können wir über etwas anderes reden gerade. Morgen um 6 Uhr, nach Kaffee sind wir alle bereit, fahren zusammen gemütlich durch die Altstadt von St. Gallen, um es nochmal richtig geniessen bis zum Galusplatz, wo wir ein paar Runden um die alte Linde werden drüllen.
Und von dort an werden alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen ihre eigene Route abfahren. In welcher Reihenfolge sie die 5 Checkpoints anfahren, in welche Uhrzeit, wie sie das planen, das ist von dort an ihnen überlassen. Die 5 Checkpoints sind 24 Stunden offen. Es hat immer freiwillige Helfer dort, die es mit Kuchen und Stempeln empfangen. Und wenn das wir wollen, abheilt, dann werden wir sehen, die einen werden es voll nonstop als Rennen durchziehen, andere werden es gemütlicher nehmen, zwischendurch übernachten, einen Campingplatz suchen oder mal einen Powernap. Es macht mehr Spass miteinander, an Strecke allein ist in dem Sinne eine Herausforderung. No, I haven't done any recceing of anything for this race. I want it to be a real adventure. I don't really know the area that well. We've got some really steep stuff to take on this race, and we will all probably have to be walking at some stage. For how long, I don't know. But that's what I think is quite hard, is to psychologically be like, okay, we're having to walk now with my bike, which I want to ride. That's probably toughest for me. Was mir am meisten Sorge gibt, also ich sage vielleicht besser nicht Sorge, sondern so von was ich den meisten Respekt habe, ist wahrscheinlich Schnee. Also ja, diese Strecke ist nicht nicht so einfach und es gibt mega viel Höhe, Wanderweg und so. Und ich hoffe, dass ich nicht allzu viel Schnee finde, weil dann muss ich vielleicht doch umkehren und ganz Weg rundherum. Ja. Like a kid in a candy shop? Ja. Ja, jetzt geht es nur bergab von unserer Route. Wir gehen Downhill fahren. Ich glaube, wir hätten auch Bälle anders können, oder so. It's more a little bit wet. Yeah. Everything good. I like it. Es kommt selten vor, dass ich meine Brille abziehen habe. Lecker Boden. Woher schaust du? Von Stern? Golding. Und dann über die Wolfdeck? Ja, zwei Möglichkeiten. Schauen Sie, nachdem ich habe eigentlich
noch ein kleines Wanderweg auf Lieb hinten neben, da wäre die eine Möglichkeit. Oder sonst Ja, ich bin auch mal abgelehnt, aber als ich da war, und das ist wirklich ein Wanderweg. Woher schaust du? Von Stern? Golding. Ja. Ja, in dem Fall. Bist jetzt du da hinten hochgekommen? Ja. Da rauf. Ja, passt. Im Ausserrhoden isst man Küchli auch mit der Nase. Ich habe alles an, was ich dabei habe. Alles! Und gleich kalt. Und wie kalt? So. Es wird noch mal besser. Ich bräuchte echt noch Scheibenwischer. Das wäre halt noch cool. Bis dann. Es ist noch tricky, wenn man am Anfang gerade nass wird, dass man, weil eigentlich hat man das Gefühl, es regnet nur kurz und wenn man dann schon nass wird, geht es eben schon recht lang, bis man wieder trocken ist und vor allem auch warm. Man muss recht Schubi geben oder Schoki essen, dass man dann wieder warm wird. Ah, mon Dieu. Ja, du Becke. So. CES, sagt man eigentlich. Colinien! Oh, da kommen die Nächsten! Hi! Sehr gut. Der Alex hat immer gefragt, du, sind wir da richtig? Da ist niemand da. Ja, natürlich, wir sind alle da. Da sind wir richtig. Vielen Dank. Einsame Bauern. Also Landschaft war echt schön. Man konnte halt nicht fahren. Nee, wir waren über Nebel. Ja. Doch eine Naturstraße. Es ist nicht so schlimm, wie es aussieht. Okay. Also wirklich nicht. Ja. Da, wo es schlecht ist, So von der Motivation und von dem, was ich bis jetzt gesehen habe und so, ist
mega lässig und ich glaube, es kommen jetzt auch nicht mehr so Geissenwägli. Und jetzt über die Lindebene ist quasi das Sofa, weil es hat Rückenwind. Oder ein Wheelie! Komm jetzt! Oder beides! Und ab um 6 kann man gratis reinfahren. Dann gibt es erst noch andere Dynamik. Sonst wollen sie wahrscheinlich stehen. Jetzt wird es kalt, hä? Für die ersten 2 Checkpoints war es aber nicht so kompliziert, um die Sackgassen zu vermeiden. Also ich musste einen kleinen Umweg machen, wo Hikebike war, aber mega cool gezeigt. Jetzt für die 3. Es gibt keinen Weg zu diesem Obererpshütte ohne Sackgasse, ohne dass man über den Reichätli-Pass kommt. Und also jetzt versuche ich über den Reichätli-Pass zu fahren. Und unten ist eine Straße und dann wird es eine Waldstraße. Und oben ist sicher Wanderweg. Also die ersten 3 Stunden Regen waren kalt und zäh, aber das wurde entschädigt mit dem Rückenwind am Walensee. Zum Glück. Lief gut. Was gibt's zum Essen? Brötli mit Käse. Cheers. Cheers. Wenn man den ganzen Tag das ISO-Zeug getrunken hat, dann ist man richtig froh, mit dem alkoholfreien Bier was Salziges zu haben. Meine Routenwahl dachte ich eigentlich wäre super durchdacht, wahrscheinlich wie jeder von den Teilnehmenden. Ich bin nicht nass geworden, so wie die meisten, die über die Hochalp gefahren sind. Das hatte bis dato alles Vorteile. Nun sitze ich hier an Checkpoint 2 und hatte ganz viel Spaß beim Hochfahren, weil ich irgendwie den Pass auf dem Weg hierhin als
doch etwas weniger steil eingeschätzt habe. Normalerweise werden die Pässe, die ich bisher gefahren bin, auch irgendwann mal wieder flacher. Das kann man von der Kunkelpass hier nicht behaupten. Ich freue mich eigentlich nur noch aufs Bett. Es sind 190 Kilometer gefahren heute. Damit habe ich meinen Soll erfüllt. Und dann geht es morgen motiviert weiter. Ich kenne es nicht, ich bin noch nie da oben gewesen und ich glaube ziemlich steil, so wie die Karte aussieht. Und der Kommut hat mir schon gesagt, ja, möchtest du wirklich mit dem Velo da drüber? Und ich habe gesagt, ja, ich möchte mit dem Velo drüber. Von der Höhe wird es wahrscheinlich Schnee geben. Es sieht nicht so schön aus da oben, also schon ein bisschen Nebel, Wolken. Und die Zeit wird vielleicht ein bisschen knapp werden für die Dunkelheit. Zum Glück habe ich Lichter und eine Stirnlampe dabei. Aber ja, mal schauen, wie es kommt. Aber zuerst geht es eine Weile lang bergauf. Als ich zu Bad Ragaz nachher dann eingestiegen bin, dort in das Tal Richtung Galfeisental, ich glaube, so heisst es, habe ich wie so ein bisschen Krise geschoben, wo ich mich wirklich angefangen zu fragen, wieso mache ich das? Und jetzt fahre ich dort die Nacht durch und bin jetzt doch schon 30 und ja, habe ein Kind, das jetzt 8 Monate alt ist und was mache ich hier eigentlich und wie viel Risiko wollte ich noch eingehen und nachher dann habe ich auf der Wiese 4 Gämse gesehen, was mich so geflasht hat, dass nachher wie gleich diesen Gedanken noch nachhängen konnte, die ich wie auch zu diesem Zeitpunkt mega wichtig gefunden habe. Aber sie waren nachher wie nicht mehr so tragisch gewesen, quasi. Jetzt ist es 20 ab 11 Uhr. Das ist am Eis. Aber Schlafsack oder so hast du kennen, oder? Nein. Da? Ein halber. Ein halber Schlafsack? Ja. Ja, und sonst ist am Velo noch Rettungsdecke. Oder so, weil die Füße verheben wäre vielleicht auch noch gut. So eine Suche nach Momenten. Momente, wo einem wie dann plötzlich viel bedeuten und wo schon eine innere Ruhe geben, weil du kommst in Situationen, wo du dich nicht kennst, wo du durchstehst, wo du vielleicht nachher stolz bist. Es macht dich gewissermaßen robust für Sachen, die auf dich zukommen. Wo ich auch merke, wenn ich lange nicht so für mich alleine bin fahren und an die Grenze bekomme, dass ich wirklich flatterig werde vielleicht. Ja.
Komm, gehen wir rein, Mann. Halt's nicht mehr aus. Okay, tu mir die ersten Kleider. Das geht zum Glück natürlich. Vom letzten Checkpoint recht kalt abgefahren und habe mega Angst gehabt, dass ich jetzt wirklich runterfriere. Aber sobald irgendwie so ein bisschen 100 Höhenmeter weiter unten bist, ist es massiv wärmer geworden und hat die Sonne gehabt, was die Stimmung massiv gehabt hat. Und nachher dann auch dort reinschlucht, hat es irgendwie Porsche-Fahrer und ein altes Bärli, das so nachgeschaut hat und nett gegrüßt hat und so. Also ich muss zugeben, dass meine Strecke vielleicht ein bisschen überenthusiastisch war. Da wo ich oben durchgehen wollte. Am Anfang war es okay, aber dann, ja, also schon vor 2000 Metern hat es angefangen mit dem Schnee und der Schnee ist oben, also ziemlich eine Wand von Schnee gewesen. Bei 2, 3 fast und dann musste ich lange über den Schnee laufen und ja, es war schon nach 9 Uhr am Abend. Es braucht auch ewig Zeit, um das Velo aufzuschleppen, so 900 Höhenmeter. Das Ding ist mit den blöden Wegen, so wie mit Hikerbike. Also je länger das man macht, desto weniger will man umkehren. Es ist eben unglaublich, wie viel das Wetter ausmacht einfach für die Stimmung. Also ich komme ursprünglich aus England, also ich bin daran gewöhnt, im Regen zu fahren. Aber es ist gestern schon ein bisschen kalt gewesen und man hat nicht viel gesehen. Es hat die ganze Zeit geregnet. Also da oben, ich kann nicht sagen, dass es schön war, weil es hat nur Wolken gegeben und Regen. Ich wollte mit dem Konzept ein bisschen spielen, aber ich habe mich entschieden, dass ich jetzt doch die Dead Ends fahre, also die Sackgassen wie geplant. Also ich gebe zu, der Dominik hat gewonnen. Ganz ehrlich, wir hatten die bösesten Streit auf dem Velo. Weil es einfach, ja, irgendjemandem läuft es besser am Tag X als am anderen Part. Und wenn du schon ein bisschen selber müde bist, dann hast du nicht mehr die Nerven, um Sachen abzufedern, wo du sonst irgendwie drüber stehen könntest. Und das Bikepacken und die Tour ist das eine und das andere ist das Racefahren, wo du unter Druck bist. Ich glaube, das sind schon noch 2 verschiedene Paar Schuhe. Also wir haben eigentlich mal gesagt, wir machen kein Race zusammen. Wenn es lärmt, fängt es nicht da drauf. Und meine Kette braucht Liebe.
wollte nicht am Anfang nicht Gas geben. Und dann siehst du Leute und die Leute die gehen und dann gehst du mit und dann fängst du und dann bist du da. Und denkst Super. Adrian, Eva. Adrian zuerst? Ja. Simon. Simon. Simon Geiser. Cool. Hey, ich bin sicher, dass Altstädte besser als Heimweg. Das ist sicher. Ja. Wir sind. Ah, du hast es noch an. What is this? They're doing something. I hope they are not in my way, but they will. Vor denen jetzt bin ich ja nie so Distanzen gefahren. Das ist wirklich das erste Mal, also dieses Jahr das erste Mal über 200 Kilometer. Das war schon mal so ein Meilenstein. Und dann 450 Kilometer in 2 Tagen und die 8000 Höhenmeter. Wir müssen Mut machen. Es ist nicht wenig weit, aber es ist gerade noch so weit, dass eigentlich in 3 Tagen, auch wenn jetzt irgendetwas passiert wäre, dann weißt du, dann machst du einen Zwischenstopp. Dann gehst du nach Hotel, lässt es gut gehen und nimmst einen neuen Anlauf. Es sind natürlich auch die eigenen Grenzen, die du musst ausloten musst. Oder wo du auch musst schauen, wie weit kannst du überhaupt gehen, was macht dein Körper mit, was ist überhaupt möglich. Und eben auch Sachen zu probieren, wo du vorher vielleicht gedacht hast, das schaffst du gar nicht. Und wenn du das natürlich schaffst, gibt es einen enormen Auftrieb. Also am Montag nach dem Deadhands habe ich den ganzen Tag gesungen. Es ist einfach so toll gewesen. Also ich nehme zum Beispiel mit, dass dort, wo du das Gefühl hast, das Tal ist fertig, geht es sicher noch weiter. Meistens steiler, weil dort nicht so viele Leute her, dann muss man ja nicht mehr schauen, dass es en gros her kann. Was nehme ich noch mit? Ja, dass man die Aussicht auf der Hochalp noch testen muss. Ich habe nicht geschlafen. Ich wollte, aber die Leute, wenn ich bin um Mitternacht in Safiental angekommen, alles war gut, bin ich noch wohl und ich bin neben dem Feuer und alles ist gut. Die anderen wollten runterfahren. Ich habe gesagt, okay, vielleicht fahre ich runter mit euch, anstatt zu schlafen. Und dann habe ich gesagt, habe ich meine Socken noch ein bisschen nass. Das ist die einzige Sache, was ich noch ein bisschen nass war vom Morgen, weil es jetzt richtig geschifft am Morgen. Dann habe ich die Socken genommen, habe ich auf der Seite vom Feuer. Aber für mich ist das kein Problem, oder? Es ist mit der Nacht ein bisschen doof. Und nach einer Zeit habe ich angeschaut, meine Socken hatten keine Socken mehr gegeben. Das hat getropft. Puck, puck. Und dann musste ich andere Socken finden und es hat keine Socken gegeben, so dafür habe ich Kommut-Servietten genommen. Schön war es, oder? Ja. Also ich wollte die Ostschweiz gar nicht kennen. Wirklich. Ja. Also kann man gut überlegen. Ja, du musst erst duschen vor allem. Hey, Mann. Ich wollte ein Erlebnis haben und das hatte ich voll. Also, ich hatte auch Zeit unterwegs, um den Frust ein bisschen zu bearbeiten und zu sagen, hey, aber es war so schön gewesen. Und hin und zurückfahren ist aber nicht so schlimm, vor allem wenn der Tal so schön ist wie das Safiental oder so. Dann konnte ich auch eine kleine Umweg nehmen und hey, also frustriert bin ich nicht. Also es ist alles
zum Spass. So. Und Spass hatte ich sicher gehabt. Was mich überrascht hat, ist mehr die Emotionen. Also das vergisst man immer, wenn man daheim sitzt und so etwas plant, also routenmäßig, also auf Komoot ständig schaut, wie steil ist es und wo gibt es eine Bäckerei, um etwas zu kaufen. Wie man sich unterwegs fühlt, ist nicht das Gleiche, wie man sich vorstellt. Und bei mir war es, ich wollte ein bisschen Zeit alleine haben, aber die Zeit, wo ich anderen Fahrern begegnet habe, oder vor allem die helfen bei den Checkpoints, es ist irgendwie extrem emotional gewesen. Ich hatte so Freude gehabt, andere Leute zu sehen. Das Ankommen an diesen Checkpoints, das ist einfach immer irgendwie so herzlich und warm gewesen. Man hat sich immer irgendwie wohl gefühlt und hat die ganze Strapaze ausgeblendet. Das war so ein bisschen der Punkt, der es noch halb so schwer gemacht hat. Du kriegst das Stampeln, du kriegst den Kuchen. Das ist genial, mega. Always with these events, I look forward to meeting the people at the races. I think that the community that this brings, it brings really cool people together. And just the adventure, just to go to new places that I've never been to before. It's the reason why I ride a bike, is because it gives me access to beautiful places. Das war eigentlich alles so Entdeckungen, mega cool. Was zeigt dir einfach auf? Hey, du, eben vor deiner Haustür musst du mal wieder auf die Karte anschauen und dann findest du Sachen, ganz viel, was du noch nicht kennst. Klar kann man das Ganze irgendwie gegeneinander fahren, versuchen der Schnellste zu sein. Ich glaube, das haben aber wirklich bei diesem Event die allerwenigsten gemacht, sondern es hatte jeder so sein eigenes Ziel und ist auch gegen seine eigene Challenge angetreten. Und letztendlich ist es dadurch aber ein großes Miteinander. Und man freut sich mit den anderen Fahrern, wenn man auch sieht, dass die irgendwie so ein bisschen ihre Grenzen austesten. Und es war wirklich so eine gute Mischung. Du hast wirklich Leute, die auf Speed gegangen sind, die auch wirklich krasse Sachen angelegt haben. Und andere, die einfach denken, hey, wir gehen jetzt mal unser Adventure machen. Irgendwie. Es ist eine sehr positive Stimmung und so familiär statt Konkurrenz und sehr viel Humor. Ja, schlussendlich war es, glaube ich, unser Motto not here for a fast time. Es war mega schön, dass alle, die nah bis nah ins Ziel gekommen sind geblieben, sind immer mehr Leute geworden. Alle haben so viele Geschichten von unterwegs gehabt und gleich auch so viele Leute, die es gleich anders erlebt haben. Da hat ein mega Gemeinschaftsgefühl gegeben. Das freut mich riesig, um es auch 2022 wieder zu machen. Es wird sehr vieles, was gut ist, endlich bleiben, weil da gibt es keinen Grund, um da was zu ändern. Es wird logisch neue Herausforderungen geben, andere Checkpoints, neue Routenwahl und neue Überraschungen. Man schlussendlich lebt von dem. Das ist meine Idee, um das für nächstes Jahr wieder zu kreieren und nicht einfach alles wieder aus der Schublade nehmen. Und so hat ja geklappt, machen wir wieder so.